Micha und ich haben uns 2017 auf die Räder gesetzt und sind zusammen von Deutschland nach Indien gefahren. Davon haben wir in dem ersten dieser beiden Filme erzählt. Angekommen in Goa war die Reise damals für mich beendet und ich musste leider wieder zurück nach Deutschland. Für Micha allerdings ging es weiter, und zwar alleine. Zunächst wieder in den Norden Indiens nach Nepal, anschließend durch Südostasien, die USA, Kanada und Europa. Nachdem auch er im Spätsommer 2018 von seiner Weltreise nach Deutschland zurückgekommen ist, schnappen wir uns wieder die Fahrräder und treffen uns für eine 3-tägige Tour dort, wo wir damals gemeinsam unsere Reise gestartet haben. Wir wollen uns über gemeinsame Erinnerungen und Erlebnisse austauschen. Vor allem aber will ich jetzt von ihm erfahren, was er am zweiten Teil seiner Reise alles erlebt hat. Ja, nachdem der Nico im Dezember 2017 von Goa zurück nach Berlin geflogen ist, ging es für mich alleine weiter durch Zentralindien, über Nagpur bis hoch nach Varanasi, dann weiter nach Nepal, nach Kathmandu und dann muss ich von Kathmandu mit dem Flugzeug nach Südostasien fliegen. Bin durch die Länder Myanmar, Thailand, Malaysia, habe dort noch andere Radfahrer spontan getroffen auf den Straßen, hatte da ein bisschen Gesellschaft und bin dann im April 2018 von Singapur in die Vereinigten Staaten von Amerika geflogen, nach Los Angeles und habe dann dort von der Westküste zur Ostküste die Staaten durchquert, mit einem kleinen Abschwenker nach Kanada hoch, Montreal und bin dann im Juli 2018 zurückgeflogen nach Europa, Edinburgh und von Schottland nach Südengland über den Ärmelkanal durch Frankreich, Belgien, Holland hindurch und kam dann am 6. August 2018 bei mir in Deutschland an, in Plauen, wo ich dann die Tour beendet habe. So, hier bin ich jetzt mal schön die Strecke hast du eingezeichnet. Also alle Länder farbig hervorgehoben, durch die wir gefahren sind. Europa, Türkei, Iran, das sind wir alles noch zusammengefahren. Arabische Halbinsel, dann ging es rüber nach Indien, dann sind wir zusammen nach Goa runter. Und von da bist du dann wieder hoch in den Norden, Nepal, Südostasien und dann hier rüber, USA, Kanada. Ja, hier ging's los. Da sind wir damals in Tschechien zusammen losgefahren. Ich radel jetzt von Goa kommend Richtung Norden nach Nepal. Vorgestern hat sich Nico verabschiedet und seit gestern bin ich jetzt wieder auf der Straße unterwegs. Habe meine Reise fortgesetzt, alleine. Ja. Und fahre jetzt erstmal quer durch Maharashtra und dann weiter bis nach Varanasi hoch.
Ja, nachdem der Nico Mitte Dezember 2017 nach Hause geflogen ist von Goa, bin ich alleine dann durch Indien durchgeradelt, durch Zentralindien über Nagpur Richtung Varanasi am Ganges. War auf jeden Fall eine tolle Erfahrung nochmal durch Indien durch, nachdem wir erst runtergefahren sind. Aber irgendwann hatte ich dann auch den Kanal zu, weil dann ständig Leute mich gefragt haben wegen Selfies. Dann hatte ich Magen-Darm-Beschwerden gehabt, war nicht mehr so fit gewesen. Moin, es ist ganz früh am Morgen, noch vor 7 Uhr. Ich bin gerade wach geworden. Bin jetzt hier in Zentralindien in der Nähe von Jabalpur und es ist mittlerweile verdammt kalt. Also nachts ungefähr noch 10 Grad, hohe Luftfeuchte. Da kriege ich die Kälte so richtig schön in den Schlafsack. Und ja, ich habe jetzt seit einer Woche ungefähr eine ganz miese Magen-Darm-Infektion auch. Und ich lebe mich jetzt so durch das Land hindurch, Richtung Nepal, und habe jetzt auch neue Tabletten bekommen vom Apotheker. Aber ja, muss ich mal gucken, also Elektrolytlösung und Oniflazol, irgendwas, keine Ahnung, mal schauen, ob es hilft. Es wird schon ein bisschen besser, aber naja, es ist immer so, es schwankt, wie es halt so bei Reiserkrankungen ist. Ja, und jetzt habe ich auch noch früh am Morgen wieder neuen Platten am Fahrrad und darf dann auch gleich wieder fliegen. Ja, alles schön glatt. Ich bin jetzt in Aharash, 60 Kilometer südlich der nepalesisch-indischen Grenze. Habe jetzt die letzten 4 Tage pausieren müssen in diesem Hotelzimmer und habe wieder mal Magen-Darm-Beschwerden. Diesmal besonders heftig, auch mit Schmerzen im unteren rechten Bauchbereich, wo ich Angst hatte, dass ich vielleicht eine Blinddarmreizung habe, wenn nicht sogar Entzündung. Das hätte fatal verlaufen können. Ich habe dann wieder Antibiotika geschluckt, Ofloxacin heißt das, so ähnlich, ja. Und Elektrolytlösung getrunken, ja, Bauchmassagen gemacht und dann ist es zum Glück nach 2-3 Tagen wesentlich besser geworden und morgen geht es dann weiter mit dem Fahrrad Richtung Nepal. Ja, mein Tipp für Indien, also Indien kurz zusammengefasst, viele Menschenmassen, viele Selfies, die ich knipsen lassen musste, viel Gefummel, Durchfallerkrankungen, Hygiene, Schmutz, Lärm, Verkehr und so weiter. Also wer es mag, wer es will, kann gerne hinfahren. Mein Tipp für euch, lasst es sein, bleibt zu Hause, spart euch das Geld und fahrt nicht hin. Und letzter Punkt auch noch, Essen. Katastrophal, viel zu scharf und für europäische Mägen nicht geeignet. Also es war zwar interessant, aber die Erfahrung macht man nur einmal und dann lässt man es sein. Ja. Er fährt jetzt schon seit 5 Minuten an mir nebenher und gafft mich voll und winkt mich zu und merkt einfach nicht, dass ich das nicht möchte. Auch einfach Aufmerksamkeit. Ich habe ihn wirklich blank ignoriert. Ich habe ihn nicht angeschaut, nicht gegrüßt, nicht mit ihm gesprochen. Ich wollte einfach, dass er weiterfährt. Er kann es nicht sein lassen. Er kann es nicht sein lassen. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich
unbegreiflich für mich. Das habe ich nur so in Indien. Nur, ständig, jeden Tag. Es gibt auch andere nette Leute, aber das ist leider die Regel. Tut mir leid. Ja, das ist Indien. Der ist nicht betrunken, der ist wirklich nüchtern, der ist normal. Das ist so. Das ist traurig. Unbelievable. Ja, und dann ging es nach Indien raus, nach Nepal und dann über den Pass ins Kathmandu-Tal. War wunderschön, Sonnenschein, tolle Berge, viel Natur, schöne Pässe. Und habe es auch sehr genossen. Haben wir dann noch die Hauptstadt angeschaut in Kathmandu, die Königspaläste und die ganze historische Altstadt. Und bin dann rausgeflogen nach Myanmar und dann Südostasien, was dann mein nächster Reiseabschnitt war. Bonfire gonna leave ya with all the burning embers in your hand. Burning embers in your hand. Burning embers in your Ja, von Indien wollte ich ursprünglich eigentlich nach Myanmar reisen mit dem Fahrrad, aber weil die Grenze geschlossen ist, musste ich mit dem Flieger fliegen. Bin dann direkt nach Rangoon geflogen und habe dann dort meine Südostasienreise gestartet. Bin zuerst durch den Nordwesten hochgeradelt bis nach Bagan. Da waren ständig irgendwelche Kontrollen gewesen. Migration Checkpoints hieß das. Musste ständig anhalten, meinen Passport kontrollieren lassen.
wurde dann auch öfters von Polizei begleitet und es ist halt sehr angespannt wegen den Rohingya-Verfolgungen dort und der Unterdrückung. Und es sind eigentlich Touristen unerwünscht. In Bagan oben, wo ich ankam, war dann wieder natürlich viel Tourismus. Also mittlerweile hat sich rumgesprochen in den letzten Jahren. Und die riesige Tempelstadt mit 2000 historischen Tempelanlagen ist natürlich ein übelster Blickfang, wunderschön, gerade bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Aber natürlich auch mit Touristen ganz schön überrannt, regelrecht. Ich bin dann danach wieder runtergeradelt Richtung Südosten ins Scharnhochgebirge. Da war es dann wieder wunderbar abgelegen, Regenwälder, Hochlandebenen und Grün. Und das war eigentlich mal richtig das authentische, ursprüngliche Myanmar, was man sich so vorstellt und was es ja auch eigentlich ist. Ich bin jetzt auf dem Rückweg vom Kaya Staat und muss jetzt knapp 150 Kilometer oder sogar 200 Kilometer durch das Shan-Hochland zurücklegen und quäle mich gerade hier von 500 Höhenmeter auf wieder 1000 hoch. Nachdem ich heute schon mal bei 1500 gestartet bin, am Vormittag 1000 verloren habe und so weiter, bla bla bla. Es ist einfach nur zum Heulen, es ist heiß und ja, verdammt anstrengend. Und der ganze Umweg kostet mich mindestens 400 Kilometer, wahrscheinlich sogar noch mehr, mindestens 4 Tage. Und mein Visum läuft auch in 10 Tagen aus. Ja, und ja, Geld müsste ich auch nochmal abheben. Und ja, Haufen Probleme. Das nervt. Also abschließend zur Reise kann ich sagen, das Fahrrad hat es gut überstanden im Wesentlichen. Der Rahmen hat trotz der schlechten Straßen keine Schäden genommen, also keine Rahmenbrüche oder Verspannungen. Und was ein bisschen auffällig ist, ist, dass das Fahrrad viel Rost hat. Also zum Beispiel am Renker ist viel Rost gewesen. Dann die Gepäckträger sind stark verrostet. Der Rahmen zum Glück nicht. Der Rahmen hat keinen Rost.
Und ansonsten die Bremsen waren total verschlissen, die musste ich jetzt wechseln, die waren dann sehr schwerfällig zum Schluss und die Einstellung und die Mechanik war sehr korrigiert. Was ich nochmal löblich sagen muss, ist die Nabenschaltung. Die hatte ich ja zu Beginn ein bisschen kritisiert, auch wegen dem Abziehwerkzeug, das man da benötigt für die Rohloff. Das war sehr ärgerlich, hatte ich vergessen und das war dann sehr frustrierend. Aber im Endeffekt hat die Nabenschaltung sehr gute Leistung gebracht, also sehr wartungsarm, keine Probleme, keine Defekte, gar nichts. Sehr, sehr leise und sehr zuverlässig im Endeffekt. Ja, also im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit dem Fahrrad gewesen und es hat mich gut begleitet in den letzten Monate, letzten 400 Tage. Und das ist schon auf jeden Fall viel wert. Ich habe noch 4 Tage, 400 Kilometer bis nach Myawaddy an die Grenze Thailand. Und jetzt muss ich den ganzen Morgen hier über diese Baustelle tuckern. Das sind 30 Kilometer über diese rote Staubpiste. Und das macht auch keinen Spaß. Das ist natürlich Schattenseiten beim Radfahren. Da ist ständig Verkehr, viel Staub, Dreck und Schlaglöcher. Muss nicht sein. Tja. Aber muss man so hinnehmen, kann man nicht ändern. Und habe dann unterwegs noch einen Radfahrer getroffen aus den USA, Atlanta. Und wir haben uns dann wieder getroffen in Thailand, eine Woche später. Und haben dann in Bangkok ein paar Bier getrunken und mal ein bisschen relaxed. Ich bin dann weitergeradelt, alleine erstmal nach Südthailand, habe unterwegs wieder einen anderen Radfahrer getroffen aus Australien, sind dann zusammen eine Woche durch Thailand geradelt, von buddhistischen Tempel zu Tempel, haben dort ständig übernachtet, wurden gut empfangen und waren sehr interessiert, die Mönche, an uns. Und das war sehr gastfreundlich und tolle Zeit auf jeden Fall. Ja, dann habe ich mich dann in Südthailand wieder mit den Michael getroffen aus den USA. Wir sind dann zusammen durch Thailand bis Malaysia geradelt. Haben uns dann dort die Insel Penang angeschaut, Georgetown. Sind dann runter nach Kuala Lumpur. Da habe ich dann mein US-Visum beantragt, habe meine ehemalige Freundin, die dort arbeitet und lebt, wieder getroffen und ihre Freundin, Familie. Und bin dann weiter bis nach Malakka und Singapur. Und von dort aus ging es dann in die Vereinigten Staaten, in die USA im April 2018. Es ist richtig früh am Morgen und jetzt geht es Richtung Bangkok. Und hier in Thailand gibt es wieder richtige Straßen. Das ist der Wahnsinn. Richtig cool.
Ja, nachdem ich mein US-Visum in Kuala Lumpur beantragt hatte und in der Tasche auch hatte, bin ich dann weiter mit dem Michael aus Atlanta, USA, nach Südmalaysia geradelt, Richtung Singapur. Und auf dem Weg dorthin haben wir nochmal eine Einladung bekommen in einem chinesischen Dorf, konnten dort in der Turnhalle übernachten und haben uns dann abends auf den Dorfplatz gesellt, um was zu essen. Und wie wir uns da so hinsetzen, kommen auch schon die ersten Einheimischen aus dem Dorf zu uns, die ganzen Chinesen. Und haben uns dann eingeladen auf ein Bier und einen Schnaps. Und es ist dann schnell ein gemütlicher Abend geworden, sehr gesellig. Und wir dachten halt so, es bleibt bei 2, 3 Bier. Und dann wurde der Abend immer später und die haben immer wieder nachgekippt. Noch ein Bier und noch ein Schnaps und dann wieder was anderes. Und ich weiß noch, der Abend war verdammt schnell vorbei. Ich wache am Morgen auf, nächsten Morgen in der Turnhalle und habe total Kopfschmerzen und Übelkeit. Das war nochmal ein sehr interessanter Abschluss von der Malaysia-Reise, weil es ja normalerweise in Malaysia so gut wie keinen Alkohol gibt und man das gerade dort nicht erwartet, dass man dann gerade da mit Kopfschmerzen so eine Nacht durchzecht. Vorne Singapur, 7. April 2018. Meine Reise durch das Asien neigt sich dem Ende entgegen. Also USA war so mein vorletzter Reiseabschnitt von der Westküste zur Ostküste. Und nach einem halben Jahr, sage ich mal, Entbehrlichkeiten und wenig Komfort, gewöhnt man sich dann dort gewisse Sachen schnell wieder an, was auch bei uns so ähnlich ist. Und ich habe mir dann sehr schnell angewöhnt, zum Beispiel immer früh am Morgen erstmal einen Kaffee zu trinken in einem McDonald's oder anderen Burgerkette und hatte dann gleich für $1 halt einen Kaffee, WLAN, Elektrizität, Toiletten, Dach über dem Kopf, Klimaanlage und da gewöhnt man sich dann wieder sehr schnell daran, wenn man sonst immer nur im Zelt nächtigt und auf der Straße lebt. Ja, und das sind halt so Kleinigkeiten, wo man eigentlich dann drüber lächelt im Nachhinein. Ich bin jetzt auf dem Weg von Kalifornien Richtung Arizona, habe Bakersfield hinter mir gelassen, fahre jetzt über den Pass Richtung California City und Flagstaff später. Und ich habe jetzt gestern schon gute Leute getroffen, im Booster Club, im Fanclub von einem lokalen Eishockey-Team in Bakersfield und vorhin wieder eine Gruppe Wanderer, die einen Trail hochwandern Richtung Kanada. Und ist genial. Also die USA ist grandios. Dass ich jetzt nochmal zum Schluss meiner Reise, meiner Tour, nochmal so eine geile Zeit habe in dem Land hier, ist echt cool. Faked my own death, ran away from everything I knew. Found myself a brand new group of
friends I'm lying to. Come on back home. Come on back home. Come on back home. 'Cause I need you here. And I feel so weird without you. Ich bin mitten in der Mojave-Wüste auf der Route 66 und das ist einfach nur genial. Hier ist kein Verkehr, kein Auto, nichts nada. Ich habe die Straße ganz für mich alleine. Das ist ein riesiges Tal. In der Ferne sind gewaltige Berge, massive, endlose Weiden. Das ist einfach unbeschreiblich schön. Da war auch ein Fahrradfahrer. Come on back home. 'Cause I need you here. And I feel so weird. Yes, I need you here. And I feel so weird without you. In den USA war ein Riesenproblem gewesen, dass sämtliche Flächen eingezäunt waren mit massiven Zäunen oder Maschendraht und auch überall Warnschilder waren, dass man diese Grundstücke nicht betreten darf. Und das hat sich dann bei der Zeltplatzsuche sehr problematisch gestaltet. Und da muss man dann so eine gewisse Kreativität entwickeln. Und ich habe dann halt angefangen, direkt irgendwo nahe der Straße zu zelten, an irgendwelchen Buschanlagen und Bäumen. Oder dann in den kleineren Städten gab es immer größere Parks am Stadtrand. Und wenn dann abends alle Leute nach Hause sind, habe ich mich dann irgendwo dort versteckt und habe dann da gezeltet. Und das ist dann aber besser geworden, wo ich dann mehr so in den mittleren Westen angekommen bin. Und da habe ich das Problem nicht mehr gehabt. Where do I go? Oh, where do I go? Oh, I don't know just where I go. I lost my way home. Lost my way home. Oh, I don't even know the place I could go. I'm walking on down the road. Just walking on down the road. Oh Lord, do you know I'm all alone. Ja, eins der schönsten Momente, eins der schönsten Reiseerlebnisse, die ich in meinem zweiten Teil meiner Radreise hatte, war zum Beispiel die Begegnung mit einer Radreisenden aus Frankreich, die Laura aus Toulouse. Und wir haben uns getroffen nach einem richtig heftigen Blizzard-ähnlichen Sturm in Utah, Arizona in den USA. Am nächsten Morgen, als wir dann uns irgendwo wieder getroffen haben auf so einem Kinderspielplatz. Und sind dann zusammengeradelt durch Utah, Arizona Richtung Monument Valley. Haben unterwegs noch eine Einladung bekommen von einem Navajo-Indianer im Reservoir. War eine sehr schöne Begegnung und sind dann zum Valley of the Gods. Haben dort so eine Rundreise gemacht durch dieses Tal mit phänomenalen Landschaften, Felsformationen, tiefschwarzen, sternklaren Nächten. Das war wirklich spektakulär. Und dann haben wir noch den Canyonlands National Park mitgenommen, wo unter anderem für Tom Cruise gedreht wurde, wo der Colorado River durchfließt. Sind dann weiter über die La Salle Mountains gefahren, Richtung Colorado. Und hatten dann letztendlich eine gut durchorganisierte Woche mit vielen Highlights und Erlebnissen gehabt. Und haben dann aber auch gemerkt, nach der Woche war es wieder viel Stress und so und haben da erstmal wieder ein bisschen eigene Ruhe gebraucht und Entspannung, haben uns einfach wieder getrennt quasi. Also das Zusammenreisen macht zwar Spaß auf Dauer,
aber es schlaucht auch teilweise und es war eine stressige Woche. Ja. Und war aber trotzdem gut. Nähstunde. Wenn man mal nicht auf dem Fahrrad sitzt, dann wird genäht. Geht ja ständig was kaputt. Schick, wa? Die Aufkleber am Fahrrad, die habe ich mir unterwegs gekauft, je nachdem, wo ich halt welche bekommen habe. Und da hängt auch überall so Erinnerung dran. Also einmal die Flagge aus Myanmar, dann die aus Thailand, später aus Kanada. Und das war mein Ego-Trip sozusagen, die Auffahrt zum Pikes Peak in Colorado, in Rocky Mountains. Und da bin ich auf 2200 Meter gestartet und auf 4103 Höhenmeter hoch. Und letzten Kilometer war dann die Luft schon ganz schön dünn. Und nach 6 Stunden Fahrt habe ich dann die knapp 20 Kilometer geschafft. Also das war phänomenal und das Wetter war stark, die Sicht war genial und es ist ein wahnsinniges Gefühl. Also es ist schon unvergesslich, sowas zu machen. Ja. ...3440 Meter. Wow, Rocky Mountains. Das ist anstrengend. Jetzt geht es die nächsten 10 Meilen. 6% Gefälle bergab bis Salida. Und dann geht es noch weiter über Harzel zum Pikes Peak. Da wird noch
nochmal das gedockt, da geht es nochmal auf 4.300 Meter hoch. Und dann nach Colorado Springs und dann habe ich endlich die Rocky Mountains gemeistert. Und dann geht es durch Kansas und so weiter. Ja. Cool. So, da ist er, Pikes Peak. Die ersten 10 Kilometer habe ich geschafft. Ich glaube, bis zum Gipfel sind es 30, keine Ahnung, muss ich gucken. Und ja, bin jetzt auf 2700 Höhenmeter knapp und der Gipfel ist 4300. Ein bisschen verschätzt habe ich mich ja. Also ich habe meistens das Fahrrad geschoben. Fahren ging kaum, viel zu steil. Es ist verdammt anstrengend. Ich habe jetzt schon 4 Stunden gebraucht, um auf 3600 Meter zu kommen. Habe noch gute 700 vor mir. Ja, und das ist echt brutal. As I lie here, days goes. Come and go, come and go, come and go, come and go. Black Mountain River, watching me. Ihr habt's geschafft! Pikes Peak! Yeah! Wow! 6 Stunden! 2000 Höhenmeter! 32 Kilometer! Stark! Yeah! Boah, ich fühle mich hundemüde, ey. Der Tag hat echt gestresst. Ja, also ich brauche morgen auf jeden Fall eine Pause und heute werde ich richtig gut schlafen. Beat sample flowing, yo, even without, just like the biz, homeboy. You make the music with your mouth on the spot where I'm standing in the place where I am. Suckers need to get a life word to RBM. It's a daily operation, jotting thoughts to the memo, yo. We 26 deep when you're trying to shop a demo. Best of luck in that endeavor. Still, we finna flow forever as the funk pull the lever. No times will ever sever, weather never been permitted when admitting the entrance.
centuries later, if the planet's still revolving, hip-hop underground keeps the culture evolving. Solving the Jones to put the bumping headphones, which drives in archives by those who shed homes. Jedi for the Jedi, the rebellion force seasons, industry, empire spreading hidden disease and prestige constriction. Attempt for a victim, the soul from the self, fake wealth and contradiction. Depictions made of what's hip-hop poured. Nachdem ich dann in Detroit ein Partywochenende hatte mit Warmschauer-Gastgebern, bin ich nach Kanada eingereist, habe mich dann bei den Niagarafällen mit meiner französischen Reisefreundin, mit der Laura, wieder getroffen und haben dort noch die Niagarafälle bestaunt, was sehr beeindruckend ist. Leider hatten wir schlechtes Wetter gehabt. Für Laura ging es dann weiter Richtung New York, wo in 3 Wochen ihr Flug gehen sollte. Und ich hatte noch mehr Zeit und bin stattdessen nochmal in den Norden geradelt, Richtung Montreal, am Ontario-See entlang. Hatte dort echt viele tolle Einladungen gehabt von Kanadiern, nach Hause zum Barbecue oder ganz spontan in irgendwelchen Parks mit Übernachtung und Dusche. Das war richtig toll. Und negativ ist aber die vielen Moskitos, die immer abends auf einen zuschwärmen und das ganze Zelt umlagern und dann auch bis zum Morgen bleiben und einen begrüßen am nächsten Morgen. Und das war eine richtige Plage gewesen. Und ja, ich bin dann noch bis Montreal, genau, habe mir dann die Stadt angeschaut, das Klimakonferenzzentrum und bin dann nach Süden zurückgeradelt, Richtung Boston in die USA und habe dann dort meine Tour ausklingen lassen bei einer weiteren Gastfamilie, die ich unterwegs schon kennengelernt hatte und bin dann Mitte Juli 2018 zurück nach Europa geflogen. Ich bin heute von Kanada zurück in die Vereinigten Staaten geradelt und gestern waren noch 36 Grad, richtig schwül heiß und heute sind es vielleicht nur noch 20, ist schon richtig frostig kalt geworden hier und ja, ich habe das Wetter vermisst, das ist wie in Deutschland, richtig gut, ja. Kaltes Wetter, kommt der Kreislauf richtig in Schwung und es ist herrlich, ja. Und es ist dann richtig aktiv, tolles Wetter und ich freue mich auch, dass es jetzt bald in nicht mal mehr 2 Wochen zurück nach Europa geht, Edinburgh, und dann radel ich noch nach Hause über England, Frankreich, Belgien, ja, und dann Deutschland. Freue ich mich richtig. Wird toll. Und dann ist diese großartige Reise zu Ende. Ja, mein Flug über den Atlantik ging dann im Juli 2018 von Boston, USA, nach Edinburgh. Und ich bin dann in Europa angekommen, am Edinburgh Flughafen und dann durch Schottland geradelt. Das war erstmal gefühlt 20 Grad kälter und neblig. Zum Glück nicht verregnet, aber es war ein guter Kontrast zu der Hitze in den USA. Und ich bin sehr genossen, durch die Landschaft in Schottland zu radeln, entlang der Ostküste, runter Richtung Südengland, vorbei an London und bin dann über den Ärmelkanal mit der Fähre wieder aufs europäische Festland, noch durch Frankreich hindurch, ein paar Kilometer und dann nach Belgien. Und in Belgien hatte ich eine tolle Gastfamilie gehabt, die haben mich eingeladen für eine Übernachtung zum Abendessen. Und am nächsten Tag habe ich dann sogar bei meinem Gastgeber noch eine private Brauereiführung bekommen, bei seinem Arbeitgeber, in der Lindemann-Brauerei nahe Brüssel. Und es war sehr interessant gewesen, anschließend eine Bierverkostung. Und das sind halt so Highlights, die man auf Reisen hat, die sehr schön sind, in Erinnerung bleiben. Ja, und dann war Belgien quasi schon mein letztes Land, bevor es dann wieder zurück nach Deutschland ging. Ich bin wieder in Europa.
Hinter mir ist bereits Deutschland. Ich komme jetzt von Maastricht, kurz vor Aachen. Und ich habe noch 5 Kilometer bis zur holländischen deutschen Grenze. Juhu! War total ungewohnt, das erste Mal wieder deutsche Sprache zu hören, dass Menschen Deutsch sprechen, deutsche Autokennzeichen, deutsche Kultur so ein bisschen und alles. War ungewohnt, war aber schön, ich habe mich gefreut und war dann in Aachen gewesen, der ersten Stadt. Das war mir aber alles gleich wieder zu viel, weil dann alles dort so überfüllt war, viele Menschenmassen und ich erstmal Zeit brauchte für mich. Und war auch ganz froh, dass ich dann wieder raus bin und dann wieder auf vielen Radwegen und durch den Forst geradelt bin und da meine Ruhe hatte in der Natur. Bin dann einmal quer durch Mitteldeutschland durch, über den Fernradweg die 4. Von Aachen bis nach Zittau führt er. Bin dann durch Hessen geradelt, habe das letzte Stück dann noch durch Thüringen gemeistert, habe gleich noch den Rennsteig mitgenommen, damit mir niemand sagen kann, ich habe nichts von Deutschland gesehen. Bin nochmal komplett den Rennsteig abgeradelt, von Hirschl bis nach Blankenstein und ja, kam dann am 6. August 2018 in Plauen an. Und hatte an meinem Tag davor, also eigentlich an dem letzten Radtag, am letzten Fahrtag, hatte ich einen Unfall verursacht, mehr oder weniger, als mich an der Grenze von Tschechien zu Deutschland ein Auto überholen wollte. Hat vergessen zu blinken und wurde von einem anderen Auto hinten überholt. Und da gab es einen kleinen Sachschaden, Außenspiegel abrasiert. Und naja, war also das letzte Ereignis, letzte Tragödie am letzten Tag. Aber ich war nicht jetzt verletzt oder sowas, nicht schuld, daher war es egal. Passiert. Aber ich meine, vorher alles überlebt, Indien, keine Katastrophe, keine Verkehrsunfälle. Und der erste dann in Deutschland war schon lustig. Ja, passiert. Also meine letzten Tage der Reise, wo ich dann durch Mitteldeutschland Richtung Plauen geradelt bin in Sachsen, macht man sich dann schon so langsam Gedanken, wie es jetzt weitergeht, lässt dann auch nochmal alle Bilder der Reise vorbeiziehen, die ganzen Eindrücke. Da wird man schon ein bisschen melancholisch und denkt drüber nach, das letzte Jahr, über die Freiheit, über die Erlebnisse und über die schönen Momente auf jeden Fall. Die Reise hat mich ein Stückchen doch verändert, sag ich mal. Also ich bin auf jeden Fall ein bisschen offener geworden, gesprächiger, weil man als Radfahrer ständig irgendwie Kontakt hat, in Smalltalk verwickelt wird und das habe ich auch sehr genossen. Aber ich muss auch sagen, man sieht auch wieder den Komfort irgendwie, den man dann hat in der eigenen Wohnung, ein Dach über dem Kopf, ein Bett, eine Waschmaschine. Und merkt man dann auch, das ganze Jahr es hat schon ganz schön geschlaucht, ständig die Materialpflege am Fahrrad, tagtäglich das Zelt auf- und abbauen, mit dem Campingkocher kochen, Sachen irgendwo waschen. Das hat auch alles ganz schön geschlaucht und dann freut man sich doch ein bisschen auf die eigene Wohnung, auf den Komfort, auf den Luxus, möchte ich schon fast sagen. Da haben wir auch mal eine Nacht verbracht. Ach, und da unten, schau, es war mal wieder so ein Mittagessen irgendwo im Iran, in so einer Kleinstadt. Und plötzlich stand schon wieder das halbe Dorf um unseren Tisch und hat zugeguckt, wie wir Suppe essen. Ja, das war dann meine einjährige Radreise. 400 Tage, 31.086 Kilometer, 22 Länder. Ja, tolle Erlebnisse, viele Erfahrungen. Jetzt habe ich ja bisher die Nordhalbkugel ganz gut bereist. Habe den Äquator noch nicht tangiert. Also wäre es dann vielleicht sinnvoll oder logisch, auf der Südhalbkugel die Reise fortzusetzen. Südamerika ist sehr reizvoll. Australien, Neuseeland. Ja, da gibt es auf jeden Fall noch viele Möglichkeiten, Optionen. Oder vielleicht auch Russland. Mal sehen, wie sich das so die nächsten Jahre entwickelt. In den USA war ein Riesenproblem gewesen. Fang nochmal von vorne an. In den USA war ein Riesenproblem gewesen. Ich bin wieder in Europa. Das war scheiße. Mal. Zurück in Europa. Und dass die
die restlichen oh mein Gott, okay, nochmal. Ja, meine Ankunft in Deutschland war recht unspektakulär. Ja, meine Ankunft in Deutschland war total packend. Ich hatte Tränen in den Augen gehabt und es war übersentimental und ich war total depressiv. Ist besser?